Om Namah Shivaya. Chidananda Rupam Shivoham Shivoham. Dies bedeutet, ich bin Shiva, reines Bewusstsein und Glückseligkeit, sagt Meister Shiva Guruji. Es gibt 7 Dimensionen des Göttlichen. Wir beginnen mit der Dimension von Akasha, dem Himmel oder Satchit Ananda. Das heißt Wahrheit, Bewusstsein und Glückseligkeit oder höchstes Freude. Es ist eine Dimension des Himmels, eine Dimension der Glückseligkeit. Wir beginnen also mit dieser Dimension, die sich im Sahasrara oder Kronenchakra befindet, im 1000 Lotus des Glücks. Wie kommst du dorthin? Der Meister aus dem Himalaya sagt, das ist ganz einfach, atme die kühle Luft ein und du fühlst dich glücklich. Ständig ist der Glückskörper um uns herum. Sieh einfach in den Himmel und sei glücklich. Im Shakti-Yoga von Shiva ist es die Ekstase. Es ist ganz einfach, wenn du deine 7. Dimension offen hältst, dann kommen Frieden und Freude automatisch. In dieser Meditation aus dem Himalaya, wenn du den schönen Himmel, die Sonne oder die schönen Farben des Regenbogens oder einen Schmetterling siehst, wenn du etwas Angenehmes hörst, wenn du etwas Schönes siehst, dann berührt das deinen Wahrnehmungssinn. Das Sehen ist das Erste, das schöne Sehen, die Schönheit wahrnehmen, die Annehmlichkeit der Erfahrung. Das Auge mit dem Raum des Himmels ist also eine 7. Dimension. Sie wird Dimension der Glückseligkeit genannt. Anandamaya Kosha. Und Satchit Ananda, Wahrheit, Glückseligkeit und Frieden. Wenn du eine erwachte und erleuchtete Seele bist, befindest du dich in diesem Zustand der Glückseligkeit. Die erste Meditation zur Erweckung des Bewusstseins, die Erweckung der 7. Dimension, beginnt also in der 7. Dimension, dem Kronenchakra. Was die Sensibilität, die Empfindsamkeit und das Sensationelle, Sinnliche ist das Sehen von Schönheit. Sieh alle schönen Dinge. Sieh die Schönheit in allem. Wenn du den Sonnenaufgang siehst und diese Schönheit spürst, dann erhebst du dich und strahlst mit ihr. Das ist eine aufregende und wunderbare Erfahrung. Alle erleuchteten Meister atmen Licht ein. Du siehst das Licht. Schließe deine Augen und mit geschlossenen Augen geschieht eine wunderschöne Vision. 7 Dimensionen der Glückseligkeit geschehen. Schön zu sehen ist schön zu sein. Es ist mit der Pranamaya Kosha verbunden. Automatisch geht deine Anandamaya Kosha in die Pranamaya Kosha über, den Körper des Pranas, der Lebenskraft. Du fliegst mit dem Himmel, indem du ihn einfach beobachtest. Sei einfach nur da und sieh die schöne Annehmlichkeit. Sieh einfach, was passiert, wenn du mit dem Himmel zusammen bist und dich ausdehnst. Gehe in die Himmelsmeditationen und in die Sonnenmeditation aus dem Himalaya. Sei mit dem Himmel. Sei mit der Sonne. Halte die Hände in den Himmel und empfange Licht. Shiva Guruji sagt, ich erinnere mich daran, wie ich als Kind unser Fenster zum Sonnenaufgang hin öffnete und dann ins Freie ging. Von dort konnte ich den Himmel und die Sonne sehen. So habe ich jeden Tag, 365 Tage im Jahr mit dem Himmel und mit der Sonne meditiert. Öffne die Hände. Empfange das Licht mit geschlossenen und offenen Augen. Ein Teil deines Lebens wird Himmel gleich, der 7. Himmel. Der ganze 7. Himmel befindet sich im unendlichen Himmel. Wenn du das Gefühl hast, dass dich etwas aufhält oder blockiert, geh einfach die Himmelsmeditation. Shivani Himalaya teilt die Himmelsmeditation mit dir. Und es gibt auch ein Himmelsmeditationsvideo auf YouTube. In meinen Himalaya-Meditationen liebten mich meine Meister sehr, denn in dem Moment, in dem ich aus der Höhle kam, ging ich hinaus und erhielt als erstes Darshan, den göttlichen Anblick, die göttliche Vision im Himmel und in der Sonne. Die anderen taten alles Mögliche und waren beschäftigt. Für mich war es das Wichtigste, die 7. Dimension selbst zu erfahren, das heißt die höchste Dimension der Glückseligkeit. Eigentlich ist die natürliche Dimension der Natur eine Dimension deiner Göttlichkeit. Diese Dimension der Glückseligkeit wird Anandamaya Kosha genannt, die himmlische Dimension. Wir sind Satchidananda, Wahrheit, Bewusstsein und Glückseligkeit. Die erste Dimension der 7 göttlichen Dimensionen ist Binde Brahmande, was bedeutet, dein Wesen ist das ganze Universum und du bist das Zentrum des ganzen Universums. Das ganze Universum ist in dir.
was du siehst, bist du. Mein Guru fragte mich, warum sie mir den Namen Shiva geben sollten. In meiner Kindheit haben mich alle Shiva genannt, weil sie dafür gebetet haben, dass Shiva in der Familie geboren wird. Sie haben für mich gebetet. Es ist die 7. Dimension, welche deine Vision, deine Mission, dein Lebensziel beinhaltet. Dein Karma, deine mentalen Eindrücke, deine psychologischen Muster des Sehens beeinflussen deine Wahrnehmung. Und so wie du siehst. Schließe die Augen. Die Sonne wird das 3. Auge mit Licht erfüllen. Automatisch wird dein Prana, deine Lebenskraft, hochatmen. Dies hat Shivani Himalaya in der Erleuchtungsmeditationen, welche ich ihr im Himalaya gab, erfahren. Es war eine Erfahrung der 7. Dimension. Die 7. Dimension ist eine höchste Dimension mit dem Universum. Sie ist die Anandamaya Kosha. Das Mandamaya Kosha wird völlig auf die Wahrheit ausgerichtet, die der Himmel ist, die Sonne und das Selbst, die ewige Lebenskraft der Seele. Du bist das, was du siehst. Die Meister haben mich am Morgen vom Fluss Ganges auf die Erde auf der Reise zu den 7 Bergen im Himalaya mit allen KS mitgenommen, einschließlich Kedarnath. Wenn du glücklich sein willst, stehe morgens mit dem Sonnenaufgang auf. Vergiss alles. Zieh dir die besten Kleider an, halte deine Hände in den Himmel und gehe in die 7. Dimension. Diese 7. Dimension ist die Dimension des Sehens, des Öffnens des 2. und 3. Auges und des Empfangens des Lichts, der Erleuchtung. Das ist das Erwachen. Steh mit Wachsamkeit auf und sei in Kontakt mit der Unendlichkeit. Alles, was wir tun, alles, was wir haben, was wir bekommen, alles Schöne kommt aus Akasha. Akasha ist die akashaische Aufzeichnung. Das bedeutet alles. Mit der neuen Technologie, der Erfindung des menschlichen Gehirns, des Superverstandes, des Superbewusstseins, ist dieser höchste Raum, das Sahasrara Chakra, mit der 7. Dimension verbunden. Das Sahasrara Chakra verbindet dich mit dem gesamten Himmel in dem kosmischen Universum. Es verbindet das Ich mit dem Göttlichen, das Ich mit der Glückseligkeit, das Ich mit der Freude. Die Freude und Glückseligkeit, das sind alles Blütenblätter des 1000-blättrigen Kronenchakras. Da gibt es kein Ich mehr. Es geht darum zu wissen, dass du Teil von ihm, dem Göttlichen, bist, dass du Teil der 1000 Blütenblättern des Kronenlotes bist. Du bist Teil des ganzen Universums. Diese 1000 Blütenblätter sind ein Teil von dir. Und du bist Teil der unendlichen Möglichkeiten. Dann wird automatisch der Pranamaya Kosha geöffnet. Das ist der Flug in die 7 Himmel des Bewusstseins. Glückseligkeit. Sehen, in Ekstase eintauchen, in die Unendlichkeit gehen. Dann werden alle deine 7 Körper erweckt. Das Sonnenlicht dringt in dich ein. Die Sonne ist eine Quelle des universellen Jetzt. Die Sonne zu sehen und die Sonne zu sein. Mein Guru fragte mich immer, warum sehen wir, wenn du zu Shiva betest, Shiva im Licht? Ich antwortete meinem Guru, Shivanath Damrovale, einem riesig großen Guru und höchsten Meister, er muss mich kennen. Warum passiert das immer bei dir? Fragte er. Ich sagte meinem Guru, Shivena Shiva Sadhana. Shiva zu sehen, heißt Shiva zu sein. Ich denke nicht über Shiva nach, ich bin Shiva. Du siehst den Himmel nicht. Du bist der Himmel. Sehe nicht die Sonne. Sei die Sonne. Suche nicht nach der Glückseligkeit. Sei die Glückseligkeit. Es ist keine Hülle, kein Körper, keine Kosha. Der ganze Himmel ist für uns Menschen da. Er ist da. Und gerade Frauen haben eine besondere Verbindung zum Göttlichen. Es gibt 7 Körper. Wenn dein Bewusstsein erweitert ist, wird deine Integrität unendlich. Goldenes Licht beginnt zu leuchten. Alles, was du siehst, manifestiert sich, weil du es siehst. Wenn du die Sonne siehst, sieht die Sonne dich. Wenn du den Himmel siehst, sieht der Himmel dich. Das ist die Glückseligkeit. Der 7. Himmel, Anandamaya Kosha. Der 1. Himmel ist der Himmel des Sehens. Der 2. Himmel ist das göttliche Verlangen der Ekstase. Die Sonne spendet Licht und segnet dich mit Ekstase.
Ein gutes Gefühl stellt sich in deinem Geist ein. Besonders wenn du im Licht der sanften Sonne betest, ist es, als ob 1000 Hände dich segnen, berühren und lieben. Der ganze Himmel wird zu einem Raum der Unendlichkeit für dich. Das ist Anandamaya Kosha. Der 7. Himmel. Der 2. Himmel ist das Sehen von Licht, das Erwachen, das vollkommene Erwachen in Glückseligkeit. Der 7. Himmel des Sahasrara Chakras. Es beginnt immer damit, dass du zu 100% mit dem Göttlichen als erstem Himmel verbunden bist. Der 2. Himmel ist alles, was du dir göttlich wünschst, was die gesamte göttliche Existenz des Himmels für dich wünscht. Du siehst die unendlichen Möglichkeiten, wenn du erwacht bist. Zuerst siehst du die Sonne, dann bist du die Sonne. Und drittens wirst du zu einem dreidimensionalen Wesen. Und wirst langsam so groß wie die Sonne. Der ganze Himmel füllt sich mit dir. Und du verschmilzt mit dem Himmel. Im Schoß der Welt wirst du zur Quelle der Schöpfung. Das ist die 3. Dimension. In 3D siehst du, fühlst du und deine Gefühle erheben sich. Du erlebst Glückseligkeit. Automatisch strecken sich deine Hände zum Himmel. Und gehen dann in die Namaste-Position, in der du dich der 4. Dimension hingibst, wenn du in Zeit und Raum in die Dimension der Ekstase gehst. Um in den Zustand der Glückseligkeit zu gehen, musst du bereit sein, in die 4. Dimension einzutauchen und zeitlos zu werden. Nada Brahma, der universelle Klang, beginnt automatisch in deinem Atem. Die omnipräsente Magie, dein Herz beginnt mit Licht zu atmen. Dein Gefühl ist erhöht, du fühlst die Schwingungen. Du verbindest dich mit Shiva, der Harmonie des Himmels. Innere Freude und unendliches Glück kommen zusammen. Schwingungen, Erwachen des Bewusstseins. Die ganze Dreifaltigkeit, Integrität, inneres Feuer, erleuchtet im 3. Himmel. Deine Vision wird zur Wahrnehmung. Dein Wesen wird zu einem göttlichen Wesen. Du wirst Teil des Himmels und der Existenz. Dein Selbst wird zur göttlichen Unendlichkeit. Das Ich wird zum Selbst, was Seele, ewige Lebenskraft bedeutet. Alles wird zum Ja. Glückseligkeit bedeutet Ja zu allem Glück, Freude, es ist ein göttlicher Wunsch. Dein Wunsch und der Wunsch des Himmels werden eins. Du erkennst dein Selbst, das die ewige Lebenskraft der Seele ist. Es wird zur ekstatischen Energie. Die 4. Dimension ist die Dimension von Zeit und Traum. In der 5. Dimension wirst du völlig synergetisch, harmonisch, verinnerlicht, schwingungsfähig und erwacht. Und im 4. Himmel, der Zeitdimension, wirst du zeitlos. Dein Bewusstsein ist nicht hier und nicht dort. Es gibt ein Sprichwort der Erleuchteten. Glückseligkeit ist wie ein göttliches Gedicht. Wahre Erleuchtung ist Nirvana. Nirvana ist Befreiung. Von allem Lärm wirst du befreit und beginnst, mit dem Gottesbewusstsein auf die göttliche Stimme zu hören. Das Gottesbewusstsein ist das Bewusstsein des Himmels, der Sonne, des Selbst und des Universums. Diese 7. Dimension ist die Dimension der Glückseligkeit. Sie ist für jeden zugänglich. Aber wenn du dich dieser Dimension nicht öffnest und sie sehen, hören, berühren und fühlen willst, kannst du sie nicht erleben. In dieser Dimension wird dein ganzes Wesen erleuchtet und erweckt. Dies ist die 5. Dimension der Synergie, der Harmonie, der inneren Freude, der Schwingung, des Erwachens. Es ist der Eintritt in das Licht. Wenn du das Sahasrara erreichst, das Kronenchakra mit dem 1000-blättrigen Lotus, den 1000 Lichtern, erreichst du den Raum der Sonne, der das Selbst, das universelle Jetzt ist. Dann wirst du zur Shakti-Energie in der 6. Dimension. Du wirst zur Venus, zur Wunscherfüllung des Universums. Nichts zu deiner eigenen. Du verbindest dich mit der Seele, der ewigen Lebenskraft. Du wirst zur Wahrheit, Bewusstsein und Glückseligkeit. Glückseligkeit bedeutet, Licht in der Quelle dieser Spontanität zu sein. Es ist Licht, inneres Licht. Es ist höchstes Glück. Das ist das göttliche Bewusstsein der 7. Dimension. Om Namah Shivaya.
ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।